Hallo, ich bin Elisabeth Gramm und begrüße euch ganz herzlich. Heute möchte ich mit euch gern einen Kräuterkranz binden. Ein Kräuterkranz, der natürlich vielseitig verwendbar ist, einmal zum Hinhängen, zum Hinlegen auf den Tisch, auf den Gartentisch, auf den Wohnzimmertisch oder auf den Esstisch. Und ja, er kann natürlich an der Wand gehängt werden oder auch an der Haustüre. Das ist ganz wichtig und er duftet ganz wunderbar. Also das sind verschiedene Kräuter und ihr könnt den also wirklich vielseitig verwenden. So, hier habe ich euch schon eine Kranzunterlage vorbereitet. Die ist aus Zitronenmelisse gebunden. Das ist schon mal ein kleiner Duftfaktor für unseren Kranz. Wie ich diesen Kranz gebunden habe, seht ihr in einem Video. Den Link dazu könnt ihr dann nachher in der Beschreibung lesen. Ferner brauchen wir natürlich eine Schere und ganz wichtig unser Wickeldraht, mit dem wir das Ganze nachher befestigen, und ein Messer. Hier habe ich dann die verschiedenen Kräuter, die ich in meinem Garten geschnitten habe, und es freut mich immer, wenn ich so viele Sachen zur Auswahl habe. Hier habe ich einmal Strauchbasilikum, Lavendel, Lorbeer, Salbei, das ist Dill, das ist Minze, kretischer Majoran, Brombeeren aus meinem Garten, das ist eine Bergminze, Zitronengeranie, Zitronenverbene, Frauenmantel, das ist Bohnenkraut, hier habe ich Blüten vom Schnittlauch, das ist Thymian, hier habe ich sogar eine Blüte vom roten Ampfer, vom Sauerampfer. Dann habe ich hier natürlich Rosmarin, da gehört ganz wichtig dazu, Nigella, dann habe ich einen Blütenstand vom Sellerie und einen Blütenstand von der Petersilie, Frauenmantel und Gurkenkraut. Nun beginne ich mit meinem Wickeldraht. Ich lege den um den Kranz, verzwirbel den auch hier ganz fest. Das ist ganz wichtig, dass der fest und das Ende stecke ich in den Kranzkörper zurück. So, nun lege ich meine ersten Blätter an. Ich fange mit dem Lorbeer an, wickel das einmal rum, ganz fest anziehen, das ist wichtig. Vielleicht noch einmal. Dann setze ich Blüte für Blüte auf den Kranzkörper. Wenn ich so leichte Zweige habe, dann reicht es, wenn ich nur einmal umwickel. Und so lege ich praktisch Reihe für Reihe die verschiedenen Kräuter an. Jetzt brauche ich hier meine Schere, um meine Kräuter zu schneiden. Der Salbei, der gibt schon so einen wunderbaren Duft hier ab. So. Dann habe ich hier die Minze, sogar mit Blüten. Brauche ich jetzt das Messer, damit die Blüte auch schön präsentiert ist und zur Geltung kommt in unserem Kranz. Das ist der schöne kretische Oregano, da gibt es zwei verschiedene. Die haben jetzt durch die Hitze natürlich auch ein bisschen braune Spitzen bekommen, also es macht gar nichts. Das macht den Kranz nachher ganz interessant. Hier habe ich die Zitronengeranie. Zwischendurch nehme ich dann auch ein bisschen von dem Fruchtstand der Petersilie. Die hat ganz wunderbare Blüten und es trocknet toll nachher ein. Hier habe ich die Brombeerblätter, die kann man genauso dazu nehmen und einen kleinen Brombeerzweig dazu. Den
kann ich nochmal aufteilen, weil der gerade so einen schönen Zwischenzweig noch hat. Dann nehme ich auch ein bisschen von meinem Thymian. Und da könnt ihr auf jeden Fall auch diese trockenen Zweige vom Thymian verwenden. Ich habe das gerne, weil trotzdem duftet dieser Zweig dann noch. Und so bekomme ich eine wunderbare Vielfalt bei diesem Kranz. Mein Rosmarin habe ich noch hier. Den schneide ich auch ein bisschen in kleine Zweige. Auch der Frauenmantel, der ist jetzt schon abgeblüht. Trotzdem findet er bei mir Verwendung in meinem Kräutergarten. Und er lockert auch das Ganze immer auf. Das ist für mich ganz wichtig, dass diese Sachen einfach immer wieder zur Geltung kommen. Das ist das Bohnenkraut hier. So. Und das Gurkenkraut, das bringt uns jetzt noch ein bisschen Farbe und nachher, wenn es abgeblüht ist, haben sie trotzdem so ganz kleine Kapseln da drin. Bringt auch so ein bisschen Stimmung rein. Das hier ist unser Fruchtstand vom Sellerie. Ich hatte Sellerie gepflanzt und ist geschossen, aber der Fruchtstand ist ganz schön dafür. So. Ihr seht, ihr könnt alles aus eurem Kräutergarten verarbeiten. So, jetzt habe ich hier noch die Zitronenverbene. Das ist auch ein ganz wunderbarer Duft hier. Jetzt nehme ich noch mal was von dem Strauchbasilikum. Der hat dieses wunderschöne Lila und die Blüten, die duften auch wunderbar und schmecken vor allen Dingen sehr gut. Also die kann man die Blüten sehr gut verwenden für den Salat. Und jetzt wiederholen wir das Ganze praktisch, so wie ich hier angefangen habe, so macht man das praktisch ringsrum, bis der Kranz dann komplett gebunden ist. So, und jetzt kommen wir zum Ende unseres Kranzes. Das ist immer die schwierigste Phase, weil wir dann natürlich einen schönen Abschluss haben wollen. Dazu mache ich meine Stiele etwas kürzer. Ja? So, lege die dann an. Ich schaue, dass ich noch schön in der Reihenfolge bin, dass ich noch von allem was auch am Ende habe. So. Dass sich das dann auch immer wieder mal wiederholt. So. Und dazu hebe ich jetzt natürlich das Anfangsstück des Lorbeerblattes hoch, damit ich darunter meine Stiele setzen kann. Ich schneide die relativ kurz und dann passen die genau noch unter dieses letzte Blatt. So.
Ich ziehe das fest an und schneide meinen Wickeldraht ab. Gehe hier noch einmal um das letzte Büschelchen rum und nehme das Ende des Drahtes in die Bindestelle ein, so dass wir uns dann nicht verletzen. Ich zupfe die letzten Blätter ein bisschen über diese Bindestelle und so haben wir dann unseren Kranz schön mit einem wunderbaren Abschluss. So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr habt Freude daran gehabt und könnt es vielleicht bald nacharbeiten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.